willkommen zur dritten Folge von Retro Content Weekly. Heute geht es um ein ganz besonderes Konvolut, das ich kürzlich auf eBay geschossen habe für insgesamt 75 Euro plus Versand, also rund 82, 83 Euro. Und was ich dafür bekommen habe, ja, also mehr als nur ein bisschen Nostalgie. Enthalten war erstens mal eine Commodore 64C, das ist nicht der Brotkasten, sondern die spätere Commodore, auch mit einer Schutzhülle hier, wie man sieht, ganz praktisch als Staubschutz. Dann habe ich hier ein originales 1541 Diskettenlaufwerk, also ein Wahnsinnsteil, muss man sagen. Kann ich leider gegenwärtig noch nicht testen, aber bin wirklich gespannt, wie das Ding eigentlich in Schuss ist, muss ich sagen. Zudem haben wir hier auch einiges an Bedienungsanleitungen, wie man sieht, zu Commodore, Handbücher und so weiter und so fort. Auch einige Basic-Textspiele sehe ich da schon so drin. Und Tastaturbelegungen, also auch handschriftliches Material unter anderem auch mit dabei, Zeitungsmagazinausschnitte geklebt auf kariertes Papier. Also da werden auch persönliche Erinnerungen wach, muss ich sagen. Und das ist das, was ich spannend an den Ganzen finde, dass hier wirklich persönliche Geschichte dahinter steckt. Hier sind auch original verpackte Software-Titel mit dabei. Aber das, was wirklich spannend ist und das Herzstück des Ganzen irgendwo in dieser Kulturbox, möchte ich fast schon sagen, ist diese riesige Diskettenbox voller 5,25 Zoll Software-Titel. Also schaut euch das mal an. Das hier sind Floppies, also die richtigen Floppies, die auch ihren Namen verdient haben, weil sie beim Schwenken so hin und her wabbeln. Geil, oder? Ich habe solche als Kind tatsächlich nie gehabt, also für mich ist das alles Retro-Neuland irgendwo, muss ich sagen. Und ich finde das schon wahnsinnig spannend alles. Ich war natürlich neugierig, was sich auf den Disketten so befindet. Die meisten sind, wie man hier sieht, auch tatsächlich handbeschriftet mit Titeln wie The Last Ninja 2, Skate or Die. Dann haben wir hier Three Stooges und sogar den Klassiker Test Drive haben wir hier. Naja, und wenn man sich das so ansieht, da kam ja auch schnell die Frage auf, habe ich mit dem Kauf dieser Sammlung eigentlich Urheberrecht jetzt verletzt? Und ich habe mich da tatsächlich etwas schlau gemacht. Und die Kurzfassung lautet, der reine Besitz solcher Disketten wie jetzt dieser hier, die ist für mich rechtlich völlig unbedenklich, weil ich die Kopien nicht selbst erstellt habe. Das ist ganz wichtig. Ich habe das alles hier einfach gebraucht gekauft und das ist tatsächlich erlaubt. Also wenn es sich jetzt hierbei nicht um eine legale Sicherheitskopie handeln sollte, dann liegt der Urheberrechtsverstoß bei der Person, die diese Kopie einst erstellt hat, nicht bei mir. Ganz wichtig. Und das ist ja der wesentliche Unterschied zum ROM-Download aus dem Internet. Wer also ein ROM herunterlädt, der erstellt ja aktiv eine Kopie und begeht damit die Urheberrechtsverletzung. Ich hingegen habe einfach alte Disketten gekauft. Aber was jetzt auch noch wichtig ist, abspielen in diesem Laufwerk darf ich die nicht einfach so, wenn ich das Originalspiel nicht besitze. Denn auch das Laden ins RAM, also der Startvorgang auf dem C64, erzeugt eine temporäre Kopie und das wäre ohne Lizenz rechtlich wieder problematisch. Deswegen betrachte ich diese Sammlung als kulturhistorisches Fundstück und nicht als Spielesammlung zum aktiven Zocken. Wie man sieht, Software war jetzt hier reichlich vorhanden, aber
was mich wirklich überrascht hat, hier, der Vorbesitzer hat den C64 offenbar auch fürs Studium verwendet. Hier sind nämlich Disketten mit Aufschriften wie beispielsweise öffentliches Recht 1, Strafrecht 2, dann haben wir hier Zivilrecht. Hier weiter hinten haben wir auch Sozialversicherungsrecht. Ganz speziell. Einige Disketten sind auch völlig unbeschriftet, andere wiederum, die kamen tatsächlich mit einem Originalaufkleber wie das hier. Speed Backup Programm, Schnellkopiererprogramm für den Commodore C64. Kopieren schneller als 2 Minuten. Ja, 2 Minuten für 360 Kilobyte. Das war damals ein Brett, nicht? Machen wir weiter hier. Interessant auch das hier, Texte von einem Stefan und einer Marlies. Vielleicht ein Studienpaar. Wer weiß, wer weiß. Es gibt hier weiter hinten übrigens auch Original-Floppies tatsächlich. Wir haben hier Demos von Commodore, Testprogramme für das Diskettenlaufwerk und sogar GEOS, also das grafische Betriebssystem für den 64C. Und ja, wie man sieht, also es steht ausdrücklich für 64C hier, nicht einfach nur für Commodore 64. Vielleicht läuft das Ding auf dem Brotkasten gar nicht. Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da würde es mich freuen, wenn erfahrenere C64-User in den Kommentaren was dazu sagen könnten. Dann weiter hinten die Diskette für Aztec Challenge. Und wie man hier sieht, Aztec Challenge, das ist eine von den Disketten, zu der ich auch sogar die Originalverpackung da habe. Und wo wir jetzt schon dabei sind, Originalverpackungen habe ich auch zum Designers Pencil von Activision hier. Dann eine Ausgabe von Input 64, Oktober 85. Eine weitere Ausgabe von Input 64, Dezember 86. Hier drin sogar mit einer Kassette. The Tracer Sanction. Dann so ein Golfspiel hier. Aber jetzt kommt noch ein absolutes Highlight. Und zwar das hier. Eine original verpackte Gold-Edition von Elite von Firebird. Wahnsinn, oder? Also ich finde ehrlich gesagt, wenn die C64 und das Laufwerk tatsächlich funktionieren sollten, ja, dann ist allein die 3 Sachen sind schon den Kauf wert, oder? Ja, also im Großen und Ganzen finde ich ein sehr, sehr schönes Zeitzeugnis, die ganze Sammlung hier. Es ist irgendwo ein Mix aus Spielspaß, Studium, ein bisschen Computeralltag von vor 35, 40 Jahren. Und wie gesagt, die gesagte Software stammt aus einem gebrauchten Privatkauf. Das Video hier dient ausschließlich dokumentarischen und historischen Zwecken, also es werden keine urheberrechtlich geschützten Inhalte verbreitet oder aktiv genutzt. Alle Rechte verbleiben selbstverständlich bei den jeweiligen Rechteinhabern. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst bitte einen Like, kommentiert, abonniert und wie immer, stay tuned.